Der Verlag Capybara Books, den gibt es seit 10 Jahren. Ich habe den vor gut 10 Jahren mit meinem verstorbenen Mann, dem Luxemburger Schriftsteller Georges Hausemer, gegründet. Wir haben im letzten Jahr großes Jubiläum gefeiert und benannt ist der Verlag nach dem Capybara. Das ist das lateinamerikanische Wort für Wasserschwein. Also die Leipziger Buchmesse, wir sind vor vielen Jahren mit Luxemburg schon 1-2 Mal da gewesen und ich bin sehr froh, dass wir nach einer langen Zeit der Abwesenheit wieder da sind, weil es ja im Vergleich zur Frankfurter Buchmesse keine reine Businessmesse ist, wie man so sagt, sondern vor allem eine Leser- und Autorinnenmesse. Wasserschwein hatte in den letzten Monaten so ein bisschen eine Glücks- und eher gesagt Erfolgsstrecke für seine Autorinnen und Autoren. Es fing an mit Guy Helminger, der im vergangenen Jahr den Prix Servet gewonnen hat, gefolgt von unserer Autorin Margret Steckel, die vor wenigen Wochen mit dem Prix Batty Weber ausgezeichnet wurde, gefolgt von unserem Autor Jérôme Kikere, der vor wenigen Tagen mit dem Prix Servet ausgezeichnet wurde. Das war also jetzt 3-mal hintereinander in 12 Monaten die wichtigsten jährlichen oder 3-jährig vergebenen Literaturpreise des Landes. So ein Preis sorgt natürlich in erster Linie mal national für Aufmerksamkeit und da freut man sich als Verlegerin natürlich auch für gestiegene Verkaufszahlen. Und es bringt natürlich eine gewisse Presse. Bonjour, je suis Jeff Schinker, écrivain, journaliste, responsable des pages culturelles au Tageblatt et depuis une semaine, nouveau président de l'ALL, donc l'association des écrivains au Luxembourg. EUPL, c'est le European Union Prize for Literature, c'est un prix européen qui compose un jury et le jury il choisit, donc il couronne son lauréat national. Et donc ça, c'est ma vie sur les tentes qui a gagné, on va dire. Et avec l'idée cependant que ce livre-là soit en compétition ou en shortlisté avec 12 autres livres issus de 12 autres pays européens, qui permet aussi de donner plus de visibilité aux auteurs et autrices qui sont shortlistés, voire qui ont un prix. Et voilà, c'est souvent des livres qui ne sont pas encore traduits. Et donc l'idée est aussi de faire en sorte que ces livres puissent être traduits afin de connaître une distribution plus large. Mon autre programme à Leipzig, voilà, en effet, il y avait donc pour l'instant ce European Union Prize for Literature a été accompagné de tout un programme d'encadrement. Donc on avait une soirée avec d'autres auteurs et on peut voir aussi les lectures qui se font par les autres auteurs et autrices luxembourgeoises pour les soutenir, pour aller entendre un peu ce qu'ils ont fait. Samuel Herman qui présente son nouveau roman que je suis en train de lire. Nick Lominger qui sous son pseudo Thomas Björnstadt va lire de Fondation Erde, puis Claire Schmarz qui va lire des extraits de Bug, et Maxime Weber. Mein Name ist Maxim Weber, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Luxemburg und ich lebe derzeit in Berlin, wo ich auch arbeite. Als ich aufgewachsen bin, mochte ich Anime und Manga immer sehr, deswegen die Manga-Con war auch immer ein Ziel für mich, deswegen mein inneres Kind ist sehr, sehr froh, hier zu sein und sich die ganzen Manga- und Anime-Sachen anzuschauen. Aber ansonsten auch ist es eine der größten Buchmessen, wichtigsten Buchmessen in Europa und für mich als junger Autor ist es wirklich eine große Ehre, hier vertreten zu sein mit anderen sehr begabten Autoren. Von der Leipziger Buchmesse erwarte ich mir, dass mehr Leute auf luxemburgische Literatur oder Literatur aus Luxemburg aufmerksam werden, weil es da sehr, sehr viele talentierte Menschen gibt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch gut ins Ausland verkaufen können.